Hallo und willkommen zurück zur 5. Episode und da sind wir bei Ohrenzeuge. In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories. Come on, Henry. The store's across the street. No holding hands now. Just follow my voice. One day you're going to have to do all this on your own. I don't like the look of this. Hey, y'all the ones who shot PK! Yeah, whatever, man. Gangbanging ain't for you, son. Stay in school. Yo, say that again in my face, son! Take my hand now, Henry. Let's get inside. No. There's no call for that. Mama? Nina! Mama? Haben sie aber ganz cool gemacht mit dem Eindruck, mit der Wahrnehmung, wie es vom Jungen aufgenommen wurde. Also mit diesen teilweisen Bildern bloß. Detectives? Hey, Fontana. What do we got? The victim is one Shar Jackson, age 26, lived in the neighborhood. She was walking with her son Henry when she apparently got caught in the crossfire during a gang dispute. The crack security guard they got here claims he saw most of it. What about the kid? He see the shooter? No, kid's blind. Oh, well, anything else? Guard claims he saw two cars leave the scene but didn't get makes or models. Lucky for us, he's a car guy. Says the engine on one was really loud. Let me walk you through what CSU picked up. Got a receipt dated today, 4 bottles of Mad Scott. Someone was getting the drink on, 3 shell casings, maybe from the 9mm we found. We found this baby. I thought we had our murder weapon, but now I'm not so sure. Saturday night special. Fake wooden handle. Man, this thing is a piece of, work. Over there we got some gang graffiti. PK it says. PK? Probably a tag, one of the locals. We're asking around. Bunch of beer bottles. Hoping to get some DNA maybe. We got a can of spray paint, freshly used. Maybe get some prints off that. And that's about the size of it. Find any cigarette butts or anything? I'm hoping to get lucky with another DNA hit. Nah, nothing like that unfortunately. Yeah, the place was pretty clean for this part of town. Maybe someone swept up last night. Hard to say. Oh, and one more thing. What's that? The kid doesn't know his mom's dead yet. Guess we're clear. Let's talk to our witnesses. We should start with the boys so CPS can get him out of here. Hi there. It's Henry, right? I'm Olivia. And this, with me is my partner, Ray. Henry, I know this is really hard, but we need to ask you some questions so we can help your mom, okay? Is she dead? Do you have any family we can call for you, Henry? We don't have anybody, my mama and me. Henry, did your mom believe in heaven? We go to church every Sunday. She sings in the choir. Well, your mom is in heaven now. That's where she'll be when you see her again. A long time from now. Henry, we can do this another time. Are you sure there isn't anyone we can call? I can tell you what happened. I heard everything. Okay, ja, Eiscreme ist ein bisschen affig. Fangen wir mal an mit dem Streit vielleicht. Did you hear anything unusual before your mother was shot, Henry? There was a fight. Was your mother involved? They were gangbangers, my mama called them one time. They started shouting and cussing each other. Then I heard them fighting. Could you tell if they were close or far away? There. They were over there. One of them said, "Y'all the one who shot PK?" And then the others, they just laughed. And then that's when they started to fight. Könnte Piquet etwas mit den ortsansässigen Gangs zu tun haben? Ja, weil wir das Graffiti gefunden haben. Ich muss aber noch mal kurz überfliegen, was der Streifenpolizist so erzählt hat.
Tavarius Sims war es, jetzt wissen wir es schon. Hier steht's. Genau, also waren mit ihrem Sohn Henry unterwegs. 2 Autos. Eine Quittung von heute. 4 Flaschen Mad Scotsman. 3 Patronenhülsen, 9 mm. Piquet-Graffiti. Okay. Könnte Piquet etwas mit den Gangs zu tun haben? Ja. Definitiv. Auf einem Poster im Schaufenster des Ladens wird eine Belohnung für Informationen über den Tod eines Mannes namens Piquet angeboten. Nein. Bandengraffiti an dem Laden erinnert an jemanden namens Piquet. Ja. Fontana zufolge wurde ein Mann namens Piquet dabei beobachtet, wie er den Tatort verlassen hat. Nein. Eine Zeitung auf dem Parkplatz enthielt die Todesanzeige einer Person namens Piquet. Nein. Bandengraffiti am Laden erinnert an jemanden namens Piquet. Die Schüsse. Did you hear the gunshots, Henry? I heard 3, one after the other. My ears still hurt. Can you point to where you heard them from? Over there. Ja, weil wir auch 3 Hülsen gefunden haben. Ein Kassierer im Laden hat ausgesagt, 3 Schüsse gehört zu haben. Nope. Da wurden 3 Patronenhülsen gefunden. Ja, Fontana zufolge wurde 3-mal auf das Opfer geschossen. Nein. In der Außenwand wurden 3 Kugeln gefunden. Nope. Tatort wurden 3 Patronenhülsen gefunden. Andere Geräusche. I want to make sure I understand, Henry. You pointed one way when we asked you where the fight happened, but you pointed the other way when we asked you where the shots came from. Uh-huh. What else did you hear, besides the shots? When one of the men who were fighting yelled, "Say that to my face," right before the shots. Afterward, I heard another man cry out the name Nina. Nina. You're sure? Yes, ma'am. First the gunshots, then he said Nina, then everybody ran. Name des Opfers. Wie hieß sie? Char Jackson ist das Opfer. Hat der Schütze den Namen des Opfers gerufen? Nope. Nina ist der Name eines Tropensturms, der sich gerade aus nordöstlicher Richtung nähert. Das mag schon sein, aber es spielt keine Rolle. Das Opfer konnte nicht identifiziert werden, stimmt auch nicht. Fontana zufolge hieß das Opfer Laverne Johnson. Fontana zufolge heißt das Opfer Char Jackson, genau. Nach dem Schuss. You said everyone ran after the shots were fired. How could you tell, Henry? I heard feet on the pavement. A couple of people ran that way. Then I heard some other people get inside a car behind me, out on the street. They screeched their tires when they drove off. Probably our gangbangers leaving the scene. Anything else? Yeah, I heard another car over there. Someone got in and drove away real fast. Liegt Henry in Bezug auf die Anzahl der Autos richtig, die den Tatort verlassen haben? Ja, wir haben ja von Fontana schon erfahren, dass es 2 waren. Blinde haben ein besser entwickeltes Gehör als Sehende. Das mag schon sein. Oder ist auch so. Aber das ist jetzt kein Grund. Wenn 2 verschiedene Gangs anwesend waren, ist es doch nur einleuchtend, dass auch 2 Autos da waren. Das würde ich so nicht sagen. Auf dem Parkplatz wurden frische Bremsspuren von 2 verschiedenen Autos gefunden. Das auch nicht. Officer Fontana zufolge hat der Wachmann gesehen, dass nach der Schießerei 2 Autos den Tatort verlassen haben. Genau. Die Autos. Henry, did you hear anything when the cars drove away? Maybe a funny noise, like a rattle or a squeak? I heard a Dodge Charger with a 5.7-liter Hemi V8. It was the one parked over there. Sonst noch jemand ein sehr lautes Auto erwähnt? Ja, unser Autospezialist, der Wachmann. War doch der Wachmann, oder?
Der Wachmann behauptet, dass 2 Autos den Tatort verlassen haben, konnte aber weder Marken noch Modelle erkennen. Zu unserem Glück ist ein Autofan, das ist total laut war. Also war es der Wachmann. Genau, die verschrobene Alte sicher nicht. Benson und Van Buren auch nicht. Also der Wachmann. Soweit so einfach. Wow. How could you tell, Henry? I heard the door ringing when they opened it. Dodge Charger's the only car makes that noise when you open the door with the key still inside. We believe you, Henry. But how do you know that? My pastor's son used to have the same car before he left for college. I know everything about that car. I even helped him fix it. We'll check it out. Thanks, Henry. Go see Officer Fontana for a second, okay? He's a smart kid. Brave, too. He believes what he heard, but will any of this hold up in court? Well, I believe it, too. You trust my instincts? So far, but I gotta be honest. I'm worried you might be a little compromised here. Compassion for an 11-year-old who just lost his mother doesn't compromise me, Curtis. Hey, I want to nail the scumbag who did this just as much as you. Let's talk to our other witness. Okay, die 8, die 2 Bonusdinger, 10 Haftstrafensternchen, falsche Fährten nicht. Also weiter geht's. Jesus, it's about time. You know it took 20 minutes for the squad cars to get here? Not that I blame them. How's that? Look around you, detective. They shoot each other every day out here. They even shoot at the paramedics who come to help them. They're animals. Who? All this gangbanger scum. This neighborhood used to be great. Never worried about anything. Paradise, huh? Anyway, I saw the whole thing. Go ahead, ask me anything. Okay, was haben Sie gesehen? Where were you when all this was happening? In the store. I came out not long after the fight started. Did you see anyone else in the parking lot besides the gangbangers? Nah, honestly, I love it when gangbangers kill each other. If I'd have seen that lady and her kid, I would have called the police sooner, you know? So, no one else besides the bangers, the kid, and his mom? No. Gibt es einen Grund dafür, daran zu zweifeln, dass der Wachmann tatsächlich nicht... Alter, was? Daran zu zweifeln... Was sie meinen, ist wahrscheinlich, gibt es einen Grund daran zu zweifeln, dass der Wachmann im Laden war. Oder gibt es einen Grund anzunehmen, dass er tatsächlich nicht im Laden war? Oder gibt es einen Grund dafür zu zweifeln, dass der Wachmann tatsächlich im Laden war? Aber die Formulierung ist jetzt strange. Ich meine, es wurde noch nach einer Nina gerufen. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht meinen. Ich meine, ansonsten spricht schon alles dafür, dass nur die Gangleute dabei waren und Char mit ihrem Sohn. Das Einzige, was man jetzt bezweifeln könnte, ist, weil jemand nach Nina gerufen hat. Dass er quasi, dass noch eine Nina da war, die aber er nicht erwähnt. Hat der Nina-Ruf, war der nachdem die Autos weggefahren sind, oder? Bevor geschossen wurde, gerufen, Sammel ins Gesicht. Und danach hat ein anderer Mann den Namen Nina gerufen, nach den Schüssen. Erst ist geschossen worden, dann hat er Nina gerufen und dann sind alle weggerannt.
Aber ich meine, selbst wenn, ne? Also erstmal ist die Formulierung schon jetzt daneben. Gibt es einen Grund dafür, daran zu zweifeln, dass er tatsächlich nicht im Laden war? Also gibt es einen Grund dafür anzunehmen, dass er tatsächlich nicht im Laden war? Wollen Sie mir das damit sagen? Weil er sagt, er war im Laden. Also was er meint ist, wahrscheinlich gibt es einen Grund daran zu zweifeln, dass der Wachmann im Laden war. Das Einzige, was er jetzt noch nicht gesagt hat bezüglich der Personen, die da sind, ist diese Nina-Geschichte. Aber selbst wenn er bezüglich der Anwesenheit einer Nina lügt, würde das ja nicht bedeuten, dass es bedeutet, dass er nicht im Laden war, ne? Es könnte natürlich sein, dass er derjenige ist, der Nina gerufen hat. Aber warum sollte man das annehmen? Also eigentlich... Das ist jetzt der Punkt. Eigentlich gibt es nicht wirklich einen Grund daran zu zweifeln. Also es gibt jetzt keinen Gegenbeweis, den ich irgendwie sehen könnte. Das Einzige ist die Nina-Geschichte. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, ob er im Laden war oder nicht. Aber andererseits, wenn sonst niemand da war, kann nur er das gewesen sein, der Nina gerufen hat. Weil warum sollten die Gangleute das rufen? Wenn nach Aussage des Wachmanns auch gar keine Nina da war. Also irgendwie ist es vielleicht doch ein bisschen fragwürdig. Sagen wir mal, ja, es gibt einen Grund daran zu zweifeln. Und ich hoffe, dass die Frage, die jetzt sehr schlecht übersetzt ist, irgendwie auch so gemeint ist. Er hätte drin sein müssen, um die Polizei anzurufen. Die Musik im Laden war viel zu laut, als dass er den Streit draußen hätte hören können. Von der Musik wissen wir nichts. Der Junge hat eindeutig gehört, dass ein Mann auf dem Parkplatz den Namen Nina gerufen hat. Der Wachmann hat dies nicht erwähnt. Ja. Er hat behauptet, hinten im Laden gewesen sein, bevor der Streit losging. Er hätte ihn gar nicht hören können. Er hat nur gesagt, im Laden, nicht hinten im Laden. Also nehmen wir die Nina-Geschichte. Wobei das auch nicht zwingend so ist. Ich meine, weiß der Henker, warum die Nina rufen? Und, ne, also, vielleicht hat Nina auch im Auto gesessen oder so. Also, weiß man halt nicht, ne? Also, ich finde ich ein bisschen weit hergeholt, deswegen seine Aussage generell zu bezweifeln. Es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber vielleicht meinen sie auch das mit Zweifeln, aber naja, wer weiß. Der Schütze. You see who took the shots? Not exactly. There was too many of them. But I know they came from the gangbangers that were tearing up the asphalt in the parking lot. How can you be sure? I saw the whole thing. First they were fighting, the next minute, bam, bam! Just 2 shots. That's all it took. Then they scatter like rats. Ist seine Beschreibung der Schießerei wahrheitsgetreu? Nein. Der Junge hat gesagt 3 Schüsse und wir haben 3 Hülsen gefunden, also nein. 3 Patronenhülsen bedeuten auch 3 Schüsse. Dies wird auch durch die Aussage des Jungen gestützt. Genau, der Gerichtsmediziner hat 3 Schusswunden festgestellt. Nein. Officer Fontana zufolge wurden 3 Schüsse abgegeben. Nein. Am Tatort wurden 4 Patronenhülsen gefunden. Das wird auch durch die Aussage des Jungen bestätigt. Nein, 3 Schüsse waren es. Actually, we found 3 shell casings. You did? Weird. Andere Aussagen. You know what, David? Your story doesn't jibe real well with the other witness testimony. Who? Some blind kid? Maybe we should take this conversation downtown. Let you sit in the tank for a while. Wait. I remember. I went to the alley for a smoke break. When I finished, I started walking back towards the store, and that's when the fight broke out. Okay? Wir haben extra nach Zigarettenstummeln gefragt und es hieß, es wären keine da. Haben Sie ein paar Zigarettenstummel oder sowas gefunden? Nope, nichts dergleichen. Ja. 'Ne 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 'Ne
Das Rauchen innerhalb eines Radius von 8 Metern um eine Tür ist illegal. Nicht, dass ich wüsste. Der Junge hätte den Zigarettenrauch gerochen. Er verfügt über einen sehr feinen Geruchssinn. Das würde ich nicht unbedingt... Also wissen wir nicht. Der Wachmann hat behauptet, Nichtraucher zu sein. Wüsste ich nicht. In der Gasse wurden keine Stummel gefunden. Genau. Smoke break? That's what you're going with. We didn't find any evidence of smoking in the alley, David. Though we did find an empty 6-pack of beer. You mind giving us a swab of your DNA? For comparison. What? You'd do that for us, right? Do your part to clean up the neighborhood? All right, fine. I was back there drinking. So let's try this again. What did you see? I was just inside the alley. I was having a beer. I saw the gangbangers getting into it. Okay. You recognize any of these guys? One of them is called Lil Doc. He's been looking to cap someone. Not Shar Jackson. No, some other banger killed his homie PK. Like the tag in the alley. Yeah, and he'll do it too. He's got a gun. How do you know? 'Cause he shoved it right in my face once when I told him to leave the store. So you got a good look? Yeah, cheap little Saturday night special. Silver, fake wooden handle. Looked like a Glock, but it was obviously a knockoff. What a joke. Vermutlich, weil wir die Waffe gefunden haben. Er würde in Bezug auf einen Vorfall mit Schusswaffen nicht lügen, ich glaube nicht. Die meisten Schmalspurgangster haben solche billigen Pistolen, will ich auch nicht sagen. Seine Beschreibung der Pistole stimmt mit der am Tatort gefundenen überein, korrekt. Der Wachmann ist offensichtlich nicht intelligent genug, um sich eine solch detaillierte Geschichte auszudenken. Ja, das mag schon sein, aber trotzdem haben wir die Pistole gefunden. Die Autos. You said you saw 2 cars leaving the scene. You remember makes and models? Plates? One of them was really loud, like a V8, something big. I turned to look when the driver gunned it. Well, I caught some of the plate. Und halbwegs sicher sein können wir sein, weil der Junge schon gesagt hat, dass es ein V8-Motor war. Der Junge und Fontana haben das Nummernschild auch gesehen. Nope. Der Junge hat gesagt, dass es ein Ford Mustang mit einem großen V8 war. Nein. Er würde keine Lügen in Bezug auf so eine spezifische Sache erfinden, würde ich auch nicht sagen. Der Junge hat bestätigt, dass es sich um einen Dodge Charger mit einem Hemi V8 Motor handelt. Genau, Dodge Charger war es. Der Sherry. You get a look at whoever bought the bottle of Mad Scott earlier? Hell no, I'm not a damn cashier. To tell you what, shouldn't be hard to figure it out. We're the only store that sells that garbage in like 100 miles. No one else will touch it. But the good citizens around here seem to like it. Okay, David, sit tight. We may be back later. So what do we got? The testimony of an 11-year-old who can't see and a security guard hiding in the alley. We got a partial license plate and a name. I'll call a gang unit, see if they can put a name to Lil Doc before someone else gets hurt during his little turf war. Okay, 8 Sterne, 2 Boni, 20 Haftstrafen, keine falschen Fährten. Läuft doch gut soweit. Henry, it's Olivia again. Officer Fontana is going to take you to Child Services, where you'll be safe. Can I come home with you? I'm sorry, Henry, but I'll come see you tonight. I promise. I don't want to leave my mama. I'll go with her. I promise. Hey, Curtis, listen, can you handle the vehicle search? Don't give it a second thought. Go. Thanks for covering. Any hits on Lil Doc? Not yet. Gang unit hasn't got back to me, and CSU is still looking at the weapon we recovered. The license plate? Dodge Charger, registered to a Mr. Scott Leonard, lives half a mile from the Busy Mart. Well, well, well. Detective Curtis, you have a guest. I put him in room 2. Do we know each other? Oh, I know you. Been making noise, spreading my name around. Lil Doc? You're Tarvarius Sims. I've read your rap sheet. One and the same. Nice to meet you, Sims. Now, if you pardon the question, why the hell are you here? It's hard to believe you're just doing your civic duty. Maybe I want to clear the air. Maybe your idea of who I am and how I operate ain't all that accurate, detective. Okay, Aufenthaltsort. All right, so where were you Tuesday, Sims? Little League, Boy Scouts, evening prayers.
You know how we do. Does your Boy Scout troop give you badges for shooting innocent women? Man, I wasn't nowhere near that place. Nein, weil der Wachmann hat ihn ja gesehen. Sims wurde kurz vor dem Mord aus dem Laden geworfen. Ne, das war früher, glaube ich. Sims hat den Abend nach dem Mord im Laden Ganggraffiti besprüht, wissen wir nicht. Ein Zeuge hat Sims bei dem Streit auf dem Parkplatz gesehen. Der Junge hat Tavares Sims kurz vor dem Mord auf dem Parkplatz gehört. Okay, dann würde er ihn nicht identifizieren können. Ein Zeuge hat ihn gesehen, nämlich der Wachmann, ne? Der hat ihm ja den Namen gegeben. Haben Sie einen von den Kerlen erkannt? Einer von denen wird Lil Doc genannt. Genau, ein Zeuge hat Sims bei dem Streit auf dem Parkplatz gesehen. We have an eyewitness who saw you in the parking lot, Sims. Your little turf war. Yeah, you catch the guy who started shooting? Man, I don't even own a gun. So what was it? Revenge for your homie, PK? It ain't nothing like that. Did you ever own a gun, Tarvarius? Hell no, I don't have a gun. Okay, das ist auch gelogen. Leider haben wir gerade was übersprungen. Den Kerl, der rumgeballt hat. Ich sehe ihn gerade vor mir. Ein paar Leute behaupten, dass sie das waren. Genau. Haben Sie eine Schusswaffe besessen? Nein. Okay, der Wachmann hatte aber gesagt, dass er ihm mal mit einer Waffe im Gesicht rumgefuchtelt hat. Das war doch er, ne? Okay, er ist der Kumpel von Piquet. Wollte er hier jemanden umlegen? Nein, irgend so ein anderer Gangster hat seinen Kumpel Piquet kalt gemacht. Okay, also lügt er hier, weil der Wachmann ihn mal mit der Billigknarre gesehen hat. Fontana hat gesehen, wie Sims während des Streits auf dem Parkplatz eine Waffe gezogen hat. Nope. Curtis zufolge hat Sims schon früher gegen die Schusswaffengesetze verstoßen. Nee, glaube ich nicht. Da hat er was zu Vorstrafen gesagt, aber nicht Waffen. Der Junge hat gehört, wie Sims mit im Streit eine Waffe abgefeuert hat. Nein, er hat die Waffe gehört, aber nicht, wer es war. Der geschossen hat, kann er ja nicht identifizieren. Der Wachmann behauptet, dass Sims ihn im Laden mit einer Waffe bedroht hat. Genau. Our friend David Zemsta says otherwise. He even identified your little Saturday night special. David who? The security guard. Oh, him? Okay, über den Wachmann müssen wir eigentlich nicht reden, weil das Verhältnis zwischen den beiden jetzt eigentlich nicht so relevant ist. Gehen wir lieber auf die Schüsse erstmal ein. If it wasn't you that shot Shar Jackson, then who was it? Lady, I don't know. We was fighting, okay? Yeah, I pulled my 9, and I told him to back off. That's when we heard the shots. From where? Who? Hell if I know. You hear shots in my neighborhood, you run. For a minute, I thought it was them. They probably thought it was us. You sure it wasn't? Nah, my homies wasn't strapped, and I found out later neither were the other ones. I'm telling you this. The shots came from somewhere else, yo. Also, Fontana hat ja gesagt, dass er nicht glaubt, dass die Billigknarre die Mordwaffe ist. Das mag auch so sein. Wir haben aber 3 Hülsen auf dem Parkplatz gefunden. Das heißt, die Schüsse müssen auch auf dem Parkplatz abgefeuert worden sein, weil wie wären sonst die Hülsen dahin gekommen? Wenn es von ganz woanders her gekommen wäre, die Schüsse, dann hätten wir ja die Hülsen da nicht gefunden. Also, glaube ich, können wir das nicht glauben.
Aber das ist jetzt wieder so ein Ding, das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil wenn nur 3 Schüsse gefallen sind und er sagt, die wären alle von woanders gekommen. Oder haben wir irgendwas erfahren dazu, wo die Patronen lagen? Aber die lagen noch auf dem Parkplatz. We have a witness telling us the 9mm we found at the crime scene belonged to you. Who you got as a witness, man? The KKK or the Super K? Maybe he just got his wish. What's that supposed to mean? He's a racist. Hangs out with them other bald-headed hoodbillies. Always following black folk around the store, kicking us out. What? You didn't fill out a complaint form? Whatever, man. Last time I was in there, he starts up with me, so I pull my 9. Put it in his face. Crazy-ass white boy didn't even flinch. Möglich. Außerdem hat er ja auch gesagt, dass es ihn nicht weiter stört, wenn die Bandenleute sich gegenseitig abknallen. Also würde ich schon sagen, dass es durchaus plausibel klingt. Der Wachmann hat das Gleiche erzählt. Naja, nicht ganz. Der Wachmann ist überzeugter Pazifist, glaube ich nicht. Montana hat einen ähnlichen Vorfall beschrieben. Fontana, nee. Der Junge hat gehört, wie der Wachmann auf dem Parkplatz ähnliche Drohungen von sich gab. Nein, also wahrscheinlich der Wachmann hat das Gleiche erzählt im Hinblick auf... Also zumindest so weit, dass, dass er ihn rauswerfen wollte und der dann die Waffe gezogen hat. Yeah, we heard this story. Oh, yeah? Well, did he tell you how he's gonna shoot me like a dog and how a race war is coming? Nope. That's interesting. All right, Sims. Assuming the ballistics comes back negative on your gun, Which it will. who do you figure for the shooter? Let's see. Black kids on the street getting shot at, black lady dead, and a racist white security guard? Gee, I really have no idea. We'll check him out. Hey, that lady, she's the mother of that blind kid, right? That's right. Yeah, I've seen him around. He okay? No, Sims. Not really. Sorry to hear that. It ain't right. Don't leave town. We may need to talk to you again. There goes my trip to the French Riviera. Okay, Bonussterne haben wir nicht, aber wir haben die erforderlichen Dinger und 26 für die Haftstrafe. Was auch immer das wert sein mag. Keine falschen Fährten, also geht's weiter. How'd it go with Sims? He admits to being there and to owning the gun, but claims he's not the shooter. We're waiting on CSU. I had them move it to the top of the pile. The 9mm slugs that killed Shar Jackson were a match for the shell casings found at the scene, which are not a match for the gun you found. They had to fix it just to test fire it. So where does that leave us? With this, check out what I just found. David Zemsta, our security guard. Turns out he belongs to an organization he didn't mention to us. Here's a little video he posted to his blog. White power. Hey everyone, it's me, David Z. Big say Kyle to all you freedom fighters out there. Today's video is going to be about how to foster black on black violence with just a simple can of spray paint. Simply tag a wall or building in a rival gang's alley. Even better if you can slur one of their dead. They hate that. Remember, resistance by any means necessary. I'd say the security guard is a pretty safe bet. I knew there was something I didn't like about you the first second I saw you. 'Cause my skin is white? Graffiti. We found some graffiti in the alley behind your store. Pretty nasty stuff. The kind of thing might start a local gang war. The wind blows and it starts a gang war. So what? What do you think would happen if somebody tagged over PK's name? How the hell would I know? I got no idea. Na gut, er hat ja schon Erfahrung mit den Gangs in der Gegend, hat auch viel dazu gesagt. Er weiß, dass Lil Doc der Homie von PK ist und so weiter. Also glaube ich jetzt auch nicht so wirklich, dass das plausibel ist. Der Wachmann würde niemals lügen, er trägt schließlich eine Dienstmarke. Nein, das vom Wachmann im Internet hochgeladene Video und die in der Gasse gefundenen Sprühdosen sagen alles. Ja, Sims sagte, dass der Wachmann PKs Graffiti übersprüht hat.
Nee, es war nicht übersprüht. Ne? Der Junge hat gehört, wie jemand außerhalb des Ladens mit einer Sprühdose hantiert hat, bevor die Gangster eintrafen. Nope. Das hochgeladene Video und die gefundene Spraydose. You spelled it out for us on the White Nation Socialist website. Find a tag, cross it out, add a rivals tag. We found a can of black spray paint in the alley. I'm betting your prints are all over it. It was just an idea, protected by the First Amendment. It doesn't prove that I actually shot anyone. Was soll jetzt Gefängnis bedeuten? Hass? Schütze. Ja, bleiben wir mal bei dem... Erstmal fokussiert auf das Verbrechen selber. Und Hass ist da vielleicht Stufe 2, dass man so ein bisschen generell sein Motiv beleuchtet. Machen wir mal Schütze, was auch immer das bedeuten mag. One more chance. Who was the shooter? I told you already. Lil Doc, Tarvaria Sims. I saw him shoot that woman. Hat der Wachmann gesehen, dass Tavarius Sims seine Waffe abgefeuert hat? Nein, weil die Waffe wurde nicht abgefeuert, die konnte gar nicht abgefeuert werden, weil sie defekt war und die Patronen passen sowieso nicht zu den Patronen, die Char getötet haben. Also kann er es auch nicht gesehen haben, weil es nicht passiert ist. Fontana zufolge hat ein anderer die Schüsse abgegeben. Nope. Dem Jungen zufolge kamen die Schüsse aus Richtung der Gasse, in der sich der Wachmann versteckt hat. Ja, stimmt. Die Ballistik von Tavarius' Pistole stimmt nicht mit der Mordwaffe überein. Auch das stimmt. Der Wachmann hat auf der White Nation Socialist Website mit dem Mord geprahlt. Das stimmt nicht. Das mit der Richtung hier ist so eine Sache, aber dass die Ballistik nicht stimmt, ist eindeutig ein Beweis, dass es nicht sein kann. Also ist das, glaube ich, eher richtig. Genau. Wrong again, amigo. So much for the superiority of the Aryan race. Sims's gun was not a match. Anderer Schütze. You know, I just remembered. It wasn't Tarvarius who took those shots. It was someone from the other gang. The guys from Houston Street. Yeah? Sure, yeah. Saw the whole thing, remember? Naja, Sims hat gesagt, dass seine Leute nicht geschossen haben und dass es auch nicht die anderen waren. Und da Sims, also da die Nicht-Sims-Gruppe, ja, Feinde von Sims und der sicherlich keinen Grund hat, zu ihrem Schutz zu lügen, und selbst er sagt, dass die anderen keine Waffe hatten, ist das sehr, sehr unglaubwürdig, was er hier sagt, weil er hat ein Motiv zu lügen. Sims hätte eher ein Motiv zu lügen, wenn er sagt, dass die andere Gruppe geschossen hat. Insofern, und das hat er nicht, also stimmt das mal gar nicht überein. Gut, Sims Waffe war so minderwertig, dass sie nicht einmal abgefeuert werden konnte. Das hat aber jetzt mit der Sache nichts zu tun, weil wir haben ja Sims sowieso schon ausgeschlossen. Es geht ja um die andere Gruppe. Der Wachmann behauptet, in der Gasse hinter dem Laden PK gesehen zu haben. Nope, dem Jungen zufolge hat die andere Gang keine Schüsse abgegeben. Der Junge hat nur die Schüsse gehört, aber kann nicht sagen, wer geschossen hat. Tavarius Sims Aussage zufolge war die andere Gang unbewaffnet, genau. Yeah, I remember. I remember you told us you didn't see the shooting. Sechs von 7, dann verhaften wir ihn mal noch nicht. Gehen wir mal auf seinen Hass ein. I don't get it. Why not channel all that passion into something positive? Because we've got to take our cities and our neighborhoods back. Gefängnis, weiß ich auch nicht, was das soll. Do you know what they do to guys like you in Rikers? I'll be safe. My brothers will protect me. There's always going to come some moment when you're all alone. Okay, wir verhaften ihn, obwohl wir noch nicht 7 Punkte haben. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es geht, aber... Benson, let's book this punk. Send him to Rikers and let the brothers there teach him about peace, love, and racial harmony. You look good for this, Zemsta. You got a history of hate speech against blacks. You have access to a weapon. You know the gangs involved.
All I need now is a pretty little bow. Damn it. No. No? No what? He was white. The shooter. Guy in the Charger. White guy. Damn idiot. You're saying Scott Leonard was the shooter? Yeah. I saw him there about an hour before. Nice car. He was in our lot like 4 times this week. He'd just drink in the parking lot and sit there for hours. I told him to leave once, and he flashed a gun at me. Thought he was there to buy drugs or something. Oh, yeah? What was he drinking? What did the car look like? The real cheap stuff. Mad Scotsman. The car was black with a big blue stripe. Charger, I think. Das klingt plausibel tatsächlich. Weil wir haben den Mad Scotsman gefunden und das war ein Charger, was wir schon wissen. Typen, die Muscle Cars fahren, können Bidding Sherry einfach nicht widerstehen. Das mag so sein, aber das ist hier nicht relevant. Sims kann nicht der Schütze sein. Die Quittung für die Flaschen Mad Scotsman sprechen dagegen. Außerdem ist der Charger auf Scott Leonard zugelassen. Der Name Scott Leonard klingt nach einem Weißen. Okay, muss jetzt auch nicht relevant sein. Officer Fontana erwähnte, dass die Quittung für die Flaschen Mad Scotsman von einem gewissen S. Leonard unterschrieben worden. Hat er das? Von heute 4 Flaschen Mad Scotsman, da hat jemand Alkohol gebunkert. Okay, hat keiner unterschrieben. Also Sims kann nicht der Schütze sein, die Quittung für die Flaschen Mad Scotsman sprechen dagegen. Weil er konnte ja nicht rein in den Laden, er wird ja mal rausgeschmissen. Also hätte er die ja nicht kaufen können. Außerdem ist der Charger auf Scott Leonard zugelassen. Würde ich jetzt mal das vermuten. Ja. I hate to say it, but he's making a positive ID here. And would finally prove what Henry's been telling us about where he heard the shots. Oh, why did he have to be white? You were supposed to protect people, you sad, sick piece of trash. Now a mother is dead and her kid is an orphan because you were too busy trying to start your race war. It's coming whether you want it or not. Go to hell. Everything's starting to make sense. Really? I was thinking just the opposite. Either way, we gotta check out Scott Leonard. Ja. 7 Sterne, ein Bonus, 34 Haftstrafensterne, 2 falsche Fährten. Aber die falschen Fährten sind nicht wirklich kritisch hier in den Verhören zumindest, habe ich den Eindruck. Mr. Scott Leonard? Yeah? I'm Detective Benson. This is Detective Curtis. We've got a warrant to search your garage. You cops? Perceptive. What are we drinking today, Mr. Leonard? Mad Scotsman. That's funny, because I'm a mad Scot, man. Today's a work day. Where are your people? Laid them all off 2 years ago. Can't afford them. Economy. Right, well, this shouldn't take long. Keep an eye out for the 9mm. It'd be nice to find something that would go to motive, too. Lenny Briscoe used to grab newspaper clippings. Old photos, letters, and whatever else he could find. Sometimes it helped the DA establish motive in court. Thanks. Good tip. Kreisen Sie Gegenstände ein, um sie auszuwählen, aufzunehmen, Pfeile, um sich umzusehen, genau. Suchen Bildschirm, das wissen wir alles. Also wir brauchen Munition, die Pistole, einen Zeitungsausschnitt und Andenken. Okay, da haben wir die Munition, 9mm, wie praktisch. A box of ammo. Looks like it's for a 9mm. We can compare these to the casings we found at the scene. Okay, Fotos und Zeitungsausschnitte. Dann haben wir hier ein Foto. Leo and Nina, our first anniversary. Oh. Aber dann hat er Ninas Namen einfach nur so gerufen, so nach dem Motto, es ist jetzt hier für Nina oder Rache für Nina oder was auch immer. Ist die vielleicht erschossen worden in irgendeinem Bandenkrieg oder so? Das ist ein Zeitungsausschnitt. April 12th, 2010.
Still no suspects in carjacking murder of Alphabet City woman. Woman's name is Nina Juarez. Nina! Okay. Da haben wir dann sein Motiv, das wäre die Rache. Und dann brauchen wir nur noch die Waffe. Und das hier sieht doch verdächtig nach Waffe aus. 9mm. 3 rounds missing from the clip. Nicht mal nachgeladen. Meine Güte. I think we got enough here. Oder entladen. Sehr gut. Mr. Leonard, I've been through the garage, and I gotta say, I got more questions. Great. Feuer der Pistole an. We found a gun in the garage, a 9mm. Yours? A gun? No way. I got 2-3 people working for me out in my garage. Could belong to any one of them. Könnte es sein, dass er die Wahrheit sagt? Nein, weil er gerade vor 2 Jahren alle entlassen hat. Während der letzten Befragung hat Scott Leonard behauptet, im Ruhezustand zu sein. Nein, während der letzten Befragung behauptet, keine Angestellten mehr zu haben. Genau. Lohnbuch zufolge ist er der einzige Angestellte. Nope. Unterlagen zufolge seinen einzigen Angestellten vor einem Monat entlassen. Nope. Keine Angestellten mehr zu haben. That's funny. I remember you saying you laid them off 2 years ago. Oh, yeah, it's mine. I need it for protection. Gangbangers always trying to bust into my shop. Nina. Who's Nina? I don't know who you're talking about. Strange, because I found a picture of you and her together. You look quite cozy. Probably just someone from church. Sometimes these single ladies get cozy at the mixers. I can't remember their names. Nein, weil er auch den Zeitungsartikel aufgehoben hat. Und die Widmung natürlich auch. Die Widmung auf dem Foto deutet, dass Scott Leonard und die Frau mindestens 3 Jahre waren es nicht. Es war irgendwie First Anniversary, glaube ich, ne? Während der letzten Befragung hat Scott Leonard behauptet, eine Tochter namens Nina zu haben. Nope. Die Widmung auf dem Foto deutet an, dass die Frau Scott Leonards Highschool-Liebe war. Nein. Mindestens 1 Jahr zusammen waren. Ich stand jetzt irgendwie nicht mehr dabei, aber... Leo and Nina. 1-year anniversary. Oh, okay. Nina was a girlfriend of mine. We was even engaged. So what? So that's twice you lied to us about knowing her. Kinda makes me wonder what else you're lying about. Zeitungsartikel. Where's Nina now? We broke up. She moved somewhere down south. I got a postcard from her around here somewhere. Könnte es sein, dass Scott Leonards Verlobte ihn verlassen hat, wie er behauptet? Nope, weil wir den Zeitungsartikel haben. Sie wurde ermordet. Dem Zeitungsartikel zufolge wurde Nina, nachdem ihr bei einer Autoentführung in den Kopf geschossen wurde, künstlich am Leben erhalten. Nein, der Zeitungsartikel beweist, dass Nina momentan in Haft ist, auch nicht. Dem Zeitungsartikel zufolge ist Nina bei einer Autoentführung ums Leben gekommen. Jupp, das gefundene Foto wies folgende Widmung auf: Ruhe in Frieden, Nina. Nope. Zeitungsartikel, Autoentführung ums Leben gekommen. We know she was killed in a carjacking. We know that's why you're hurting. The Charger was her car. I bought it for her, but it was hers. She was just stopped at a red light when it happened. Those animals, those bangers, they killed her. Sims and his crew. Nina was everything to me. You don't know what it's like to find love so late in life. You grip it strong, with both hands. But she just disappeared. Okay, Schießerei. If you did something in that parking lot... No, it wasn't me shot that poor woman. I ain't never shot a gun before in my life, I swear. Deswegen hat er auch nicht getroffen. Also sie empfehlen in seiner Waffe 3 Patronen, also hat er wohl geschossen. Im Magazin seiner Pistole fehlen 3 Kugeln, korrekt.
Scott Leonard war beim Militär, wissen wir nicht. Nutzen Sie seine Trunkenheit aus und erzwingen Sie ein Geständnis? No. Magazin seiner Pistole fehlen 2 Kugeln. Nein, 3 Kugeln fehlen. The clip in your gun is missing 3 rounds. I'm betting we find them in Shar Jackson's body. Scott Leonard, you're under arrest for the murder of Shar Jackson. Anything you do or say can and will be used against you. Ja, das lief problemlos. I don't know if the boy's up to this. Are you sure this is gonna hold up in court? Me and Curtis looked into it. The Neurological Center at Columbia did a study where they confirmed that kids like Henry, who are blind since birth, are twice as likely to hear better than people who can see. It's not just what he heard. He was very specific about where he heard it coming from. The same study shows that blind people were much better at being able to pinpoint the specific location of a sound they heard. It's like the part of the brain reserved for sight gets put to work on this other stuff, including hearing. But shouldn't we use a real lineup for this? This is better. Our tech guy recorded these samples taking into account the acoustics of the parking lot and the approximate distance the shooter was from the boy. Okay, but if this comes back to bite us... All right, Henry. I just want you to listen to these recordings and tell me which one is the voice you heard. Okay, detective. Nina. 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 Nina! Alter, was? Okay, keine Ahnung. Stimme 1. Anhören. Nina. Boah, da soll ich mich jetzt dran erinnern? Es ist halt aber nicht gerufen irgendwie. Nina. Nina. Nina! Das hat halt mehr also das andere ist ja eher so gesagt, während das hier mehr gerufen ist, aber das ist jetzt keine Ahnung, woran man das... Das als Frage, das ist eher so, nee, also ich glaube schon, das ist ja der Ausruf gewesen, also sollte das Stimme 4 sein. That one. That's the guy. Good job. I think we got him. Thank you, Henry. You really did your mama proud. I tried extra hard. You know, for her. I know you was worried I couldn't. I didn't mean for you to hear that. It's all right. She said ain't everybody in this world always gonna give me a fair chance. Are you gonna catch the guy who killed her? I don't need to catch him. You just did. Okay. Why can't we work out a deal here? Is Scott Leonard really a murderer? He became one when he killed Shar Jackson. I want murder 2, maximum sentence. Make an example. Well, we got the gun. He says it was self-defense. The gang fight put him in fear of his life. Plus, we got the kid's testimony, and he ID'd Scott Leonard's voice. Ugh, not so fast. Judge just granted the defense motion to suppress the auditory lineup. On what grounds? Unreliable evidence. Without the lineup, we can't introduce Nina, and without Nina, we don't have a revenge angle. Talk to the detectives again. We need to shore up our case. So, who else we got? A racist security guard and a gangbanger. Great. Well, of the 2 evils, who would you put on the stand? I hate to say it, but probably the security guard. Really? Yeah, you put Tarvarius Sims on the stand and the jury is only going to see his color. The defense will introduce his criminal record and they'll play the race card and say he doesn't like Scott Leonard because he's white. Detective Curtis, I'm impressed at your grasp of sleazy courtroom ethics. This ain't my first rodeo. Okay, fahren wir an. Tag der Schießerei. Mr. Zemsta, tell us about what you saw on the day of the shooting. Just another day in the asphalt jungle, Mr. Cutter. Huh. You know how it is. I'm trying to keep order, and I got a bunch of bangers outside in the parking lot aiming to shoot each other up. So you saw 2 rival gangs squaring off. Did you recognize anyone? No, not anyone in particular. All them bangers look the same to me. You didn't know anyone in the gangs? No.
Hat er jemanden erkannt? Ja, er hat ja schon zugegeben, dass er Lil Doc erkannt hat. Er hat der Polizei gegenüber behauptet, Tavarius Sims erkannt zu haben. Genau. Er hat den Filialleiter des Busymarkts erwähnt. Nein, er hat erwähnt, das Gangmitglied namens Piquet gesehen zu haben. Auch nicht. Er konnte das Gangmitglied nie nach Juarez identifizieren. Nope. Polizei gegenüber behauptet, Tavarius Sims erkannt zu haben. Mr. Zemsta, you told police you recognized Tarvarius Sims. Oh yeah, right. I guess I did. The hell? Why didn't Cutter coach this kid? We need a little polish here. This might be the polish. Sonst noch jemanden? Other than the gangs, can you remember anyone else? Kid, his mom. Tragedy. Real tragedy. Verschweigt er jemanden? Ja. Den, Dings, wie heißt er? Scott Leonard, genau. Er hat ausgesagt, dass er einen Anwohner namens Matt Scott gesehen hat. Nope. Er hat sich auf den 5. Zusatzartikel der Verfassung berufen und die Aussage verweigert. Auch nicht. Er hat ausgesagt, dass er Scott Leonard gesehen hat. Er hat ausgesagt, dass er Piquet Sims gesehen hat. Piquet ist nicht Sims. Aber okay, Piquet und Sims sind ja 2 Leute. Er hat ausgesagt, dass er Scott Leonard gesehen hat. Anyone else? Your Honor, please. If Mr. Cutter digs any deeper, he's gonna need a pickaxe. This is clearly leading. Last chance, Mr. Cutter. Sind Sie sich sicher? You sure you didn't see anyone you can remember? Not really. Your Honor, permission to treat witnesses hostile. Permission granted, Mr. Cutter. Hope you know what you're doing. Mr. Zemsta, you will now answer my questions with a simple yes or no, and you will answer them truthfully, or the DA's office will charge you with obstruction and perjury. Is that crystal clear? Yes. On the day of the shooting, did you see the defendant on the premises of your shop? Yes. Stimmt das? Ja. Er hat Scott Leonard ohnmächtig in der Gasse liegen sehen? Nein. Er hat ausgesagt, dass er Scott Leonard seine Waffe gezeigt hat? Nein. Er hat ausgesagt, dass er Scott Leonard in seinem Wagen gesehen hat? Ja. Er hat ausgesagt, dass Scott Leonard ein Bier getrunken hat. Dass er mit Scott Leonard ein Bier getrunken hat? Nein. Er hat ausgesagt, dass er Scott Leonard in seinem Wagen gesehen hat. How long was he there for? I think an hour. Nein. Er hat gesagt, dass er da mehrere Tage immer rumhängt und Matt Scotsman trinkt und er ihn schon mal wegjagen wollte. Habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle, aber da erinnere ich mich sehr gut dran. Vielleicht 1 Stunde. Stimmt das? Nein. Was? Did you recognize the model of the car he drove? Yes, it was a Challenger. Ja. Was? You told police it was a Charger. Are you changing your testimony? No, Yeah, no, Charger, I mean a Challenger. Charger. I just forgot. I'm nervous. And finally, did you see him speed away from the scene of the crime? Yes. Ja, hat er. Verdammt! Charger und Challenger klingt so ähnlich. Habe ich jetzt nicht lang genug nachgedacht. Das war fahrlässig. Das war jetzt blöd. Vielleicht mache ich das gleich nochmal, weil das er hat eine Beschreibung des Wagens auf seiner Website gepostet. Nein, er hat die Lackierung und das Nummernschild genau gesehen, genau beschrieben. Das ist so gut nachgemacht, dass man gedacht hat, man steht neben dem Wagen. Nee, er hat der Polizei das Nummernschild und den Türwarnton beschrieben. Nee, das war der Junge. Die Lackierung und das Nummernschild. Hat er die Lackierung? War das mit der Stunde? Ach so, ja, er hat ihn öfter rumstehen sehen, aber
An dem Tag war er vielleicht nur eine Stunde da, aber er war auf jeden Fall lange da. Insofern war das natürlich schon wahrscheinlich richtig. Was ich auch nicht verstehe, ist, wieso hat er gelogen und gesagt, es wären nur 2 Schüsse gewesen, wenn es 3 waren, weil das, selbst wenn er den Scott Leonard in Schutz nehmen will, macht es ja keinen Sinn, wegen der Anzahl der Schüsse zu lügen. Das macht ihn halt nur unglaubwürdig. Ich konnte einen Teil des Nummernschilds erkennen. Zur Lackierung hat er eigentlich nichts gesagt. Den Türwandton hat er aber nicht beschrieben, also kann es jetzt nur Lackierung und Nummernschild sein. Thank you. Your witness, Mr. Antonio. Ja, das mit dem Charger und dem Challenger. Das hätte ich mitwissen müssen. Das mit der Stunde ist eigentlich auch plausibel. Also das war jetzt... Das ist halt, wenn man zu schnell... Da muss man immer noch mal einen zweiten Moment drüber nachdenken. Ja, machen wir es nochmal. Weil das mit dem Charger, das hätte ich wissen müssen. Das mit der Stunde ist vielleicht ein bisschen missdeutiger. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich sind das völlig triviale Sachen. Also, dass ich gerade die beiden verkackt habe, das ist jetzt ein bisschen... Dass man bei einer anderen Sache was falsch macht oder so, das ist dann okay, das lässt man dann stehen, aber... Mr. Zemsta, tell us about... Just another day in the asphalt jungle, Mr. Cutter. Das können wir mal So you saw überspringen. 2 rival gangs. No, not anyone. You didn't know... No. Hat er jemanden erkannt? Ja. Genau, Tavarius Sims. Mr. Zemsta, you told police you recognized Tarver... Oh yeah. The hell? This might... Sonst noch Other than the jemanden? gangs. Verschweigt er jemanden? Ja, das hatten wir alles schon gemacht vorhin. Er hat ausgesagt, Scott Leonard gesehen zu haben. Anyone else? Your Honor, please, if Mr. You sure you didn't see anyone you can remember? Not really. Your Honor, permission to treat witness... Permission grant. Mr. Zemsta, you will now answer my question. Yes. Okay. Das sind eigentlich Sachen, das sind offensichtliche, das kann man jetzt On the nicht so day stehen of the lassen. shooting, did you see the defendant on the premises of your shop? Yes. Ja. Hat ausgesagt, dass er Scott Leonard in seinem Wagen gesehen hat. How long was he there for? I think an hour. Semster hat Benson und Curtis das gleiche gesagt. Fontana hat eine Quittung gefunden, die 1 Stunde vorher ausgestellt wurde. Nein, Semster hatte erst seit 1 Stunde Dienst. Nein, dem Jungen zufolge haben Semster und Scott Leonard 1 Stunde mit dem Mord miteinander gesprochen. Nope. Aber er hat ihnen das gleiche gesagt. Er hat gesagt, dass er halt öfter da ist und irgendwie stundenlang auf dem Parkplatz rumlungert. Did you recognize the model of the car he drove? Yes, it was a Challenger. Charger. You told police it was a Charger. Are you changing your testimony? No, I mean a Charger. I just forgot. I'm nervous. And finally, did you see him speed away from the scene of the crime?
Yes. Ja. Lackierung und Nummernschild genau beschrieben. Na gut, genaue Teile des Nummernschilds, aber... Thank you. Your witness, Mr. Antonio. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Sache, ne? Man kann halt maximal auf 100 kommen, egal wie viel besser man ist. Eine Kleinigkeit in der nächsten Runde und man fällt halt wieder hart runter. Das ist halt schon so ein bisschen grenzwertig. Mr. Zemsta, are you a racist? Boah. Ich meine, es ist nicht... Boah, es ist provokativ vielleicht, aber andererseits... Es macht halt mehr Sinn, dann im Kreuzverhör ihn auf seinen Blog anzusprechen, wenn er jetzt Nein sagt. Und wenn er Ja sagt... Ich meine, auf der anderen Seite, selbst wenn er ein Rassist ist, es geht ja hier um den Weißen, ja. Er belastet einen Weißen und selbst wenn er Rassist wäre, würde das seine Aussage ja, also er belastet einen Weißen, der eine Schwarze erschossen hat. Das heißt, selbst wenn er ein Rassist wäre, würde das seine Aussage nur noch umso glaubwürdiger machen. Und wenn er keiner wäre, wäre es egal. Also ist es eigentlich irrelevant. Aber es kann mir so oder so auch nicht schaden. Theoretisch. Aber es ist irrelevant für den Fall. Weil ein Weißer angeklagt wird. Boah, das ist jetzt eine Frage, wie das Spiel das versteht, ne? Also, ich meine, selbst wenn er die Frage beantwortet, sehe ich nicht, warum die Geschworenen deswegen weniger ihm glauben sollten. Egal, wie er es beantwortet und egal, ob sie ihn für einen Rassisten halten oder nicht. Auf der anderen Seite ist es halt irrelevant. Man könnte jetzt einen irrelevant Einspruch machen. Andererseits ist es ein Zeuge der Staatsanwaltschaft und man soll den vielleicht nicht... Wenn ich jetzt aber Irrelevanz-Einspruch mache, dann kann er sagen, ja, es geht hier um Schwarze, die getötet wurden, etc. Boah, schwierig. Ich sag mal nein. Mr. Zemsta, did you see Scott shoot the victim? No. Why? Were you doing something else? Yes. What? Hiding. Where? In the alley. So you didn't see the actual shooting? No. Because you were hiding in the alley? Yes. What kind of cowardly security guard are you? Hiding in the alley? Also das ist... Boah, ist das Provokation oder ist das Verleumdung? Provokation. Objection, Your Honor. Verleumdung oder Relevanz? Das ist Relevanz eigentlich eher, weil es, egal ob er ein Feigling ist oder nicht, das ändert ja nichts an seiner Aussage, was er gesehen hat und so. Relevance? Overruled. You have an alcohol problem, don't you? What? No. It's a known fact that you drank on the job. You told the police as much. I guess. So it's safe to say you were probably drunk that day.
Mutmaßung. Objection! Speculation. Defense is taking this one too far. Sustained. Regardless, your status as an eyewitness leaves much to be desired. Withdrawn. No further questions. Stand die Seite auf der Seite der Verteidigung. 25 verloren. Geschworenen stimmt der Anklage zu. Ich weiß nicht, aber das mit dem, was für ein Feigling bist du als Verleumdung und so, aber das lassen wir jetzt mal so, weil das sind Sachen, die ergeben schon irgendwie so Sinn, wie sie sind. Also Your Honor, redirect. Go ahead, Mr. Cutter. Okay. Mr. Zemsta, had you in fact seen Mr. Leonard parked in the lot for several months prior to the shooting? And did you see him that day only minutes before? No. No, that's not right, Mr. Cutter. Nee, weil das hat er gesagt. Der hatte gesagt, dass er ihn... Okay, das ist das Briefing, das ist Henry. Okay. Das war das erste Verhör. Der Schütze, der Typ im Charger, weißer, verfluchter Idiot. Ja, ich habe ihn ungefähr eine Stunde vorher da gesehen. Da haben wir auch die Stunde. Schicke Karre. Er war diese Woche ungefähr 4-mal auf unserem Parkplatz, saß da einfach stundenlang rum, hat gesoffen. Einmal habe ich ihm gesagt, dass er abhauen soll. Da hat er eine Pistole rausgeholt. Er war diese Woche ungefähr 4-mal auf unserem Parkplatz. Da die Beschreibung, schwarz mit breiten blauen Streifen. Monate vor der Schießerei tatsächlich nicht. Soweit ich das sagen kann. Auch nicht Minuten vorher, sondern er war schon eine Stunde da. Da hat er natürlich auch direkt unmittelbar davor gesehen. Also theoretisch hat er recht, wenn er Nein sagt. Formal hat er recht. Schon Monate vor der Schießerei in seinem... Das hat er tatsächlich, Monate vorher hat er nicht. Also hat er schon recht eigentlich. Ja. Seine Aussage nach hat er Scott Leonard vor diesem Tag noch nie gesehen. Das stimmt nicht. Seine Aussage nach hat er Scott Leonard in jener Woche jeden Tag gesehen. Das stimmt auch nicht. Seine Aussage nach hat er Scott Leonard in jener Woche 4-mal gesehen. Genau. Ein paar Monate zuvor Sims gesehen und nicht Leonard. Nein, er hat Scott Leonard in jener Woche 4-mal gesehen. It wasn't several months prior. It was only a couple of days, Mr. Cutter. And he was in his car for like an hour before the shooting started. Thank you. No further questions. Ouch.
Wieso ouch? Verstehe ich jetzt nicht. Plus 20 sind wir wieder bei 95. I know, Jack. I know. But without the boy, we got no other options. Then get the boy's testimony back in. Defense suppressed the audio lineup. Then unsuppress it. Well, Mr. Cutter, Miss Carmichael, why don't you tell us what's on your mind? Your Honor, the people's case is being hampered by the exclusion of Henry Jackson's testimony. He was an eyewitness, an ear witness, in fact, to this murder. Your Honor, this idea is based on voodoo science and old wives' tales. It's based on hard science, Your Honor. Save the rhetoric for the trial. I've read your briefs. Let's hear your arguments. Let's examine Henry's enhanced auditory ability. Your Honor, enhanced auditory perception on behalf of the blind is based on anecdotes and assumption. No studies have confirmed this ability. Nimmt der Verteidiger es hier mit der Wahrheit nicht allzu genau? Boah, ja, es gibt eine Studie, da wissen wir von, aber er nimmt es mit der Wahrheit nicht allzu genau. Ja, also die Aussage ist korrekt, er nimmt es nicht allzu genau mit der Wahrheit. Ich hoffe, dass Sie das auch so verstehen und nicht bloß wieder eine strange Übersetzung haben. Okay. Wieso muss man was mehrdeutig formulieren, wenn man es auch eindeutig formulieren kann, ne? Gerade in solchen Fällen. Wie können wir die Richterin überzeugen? Jeder weiß, dass es der Wahrheit entspricht. Gerichtsverhandlungen werden ausschließlich durch Indizienbeweise gewonnen. Nein, eine vom Neurologischen Zentrum der... Oh Gott, wer war denn das? Okay, das mal war das vorher. War das noch vorher? Das ist David, Scott, nochmal Scott, Henry. Das Neurologische Zentrum an der Columbia hat eine Studie durchgeführt. Wisconsin, vom Neurologischen Zentrum der Columbia-Universität durchgeführte Studie beweist das. Genau. Your Honor, no less an authority than the Neurological Center at Columbia University has confirmed it. Yes, I saw the data. It is impressive. A similar study conducted on men and women rendered blind as teenagers found almost no difference in auditory perception between them and test subjects who can see. The blind can't hear any better than the rest of us. Na gut, das hängt halt davon ab, ne? Ich meine, Blindgeborene sind halt anders als die von Geburt an blind sind. Mit höherer Wahrscheinlichkeit, genau. Studien der Columbia werden von der Johns Hopkins regelmäßig aus reiner Boshaftigkeit widerlegt. Nein, was solche Studien angeht, sind Jugendliche bekanntermaßen sehr unzuverlässig. Auch nicht. Die Forscher an der Columbia sind zu dem Schluss gekommen, dass nur kurz vor der Pubertät Erblindete mit höherer Wahrscheinlichkeit besser hören können. Nein. Die Forscher an der Columbia sind zu dem Schluss gekommen, dass nur von Geburt an Blinde mit erhöhter Wahrscheinlichkeit besser hören können. Genau. Your Honor, the study Mr. Antonio cites is flawed. Columbia researchers found enhanced auditory perception in people blind since birth, exactly like Henry Jackson. Listening to a bunch of computerized sound files on a laptop is not the same thing as hearing my client in person. It was probably a terrible quality file. There was no consideration for the actual location. Who knows what Henry heard? Ja, können wir, weil das sind ja extra an die Räumlichkeiten angepasste gewesen. Von viel besser in der Lage sind, räumlich zu hören. Hat bei der Aufnahme die Akustik des Parkplatzes und die Entfernung berücksichtigt. Der Junge durfte sich Sprachaufnahmen mehrmals anhören, bevor er sich entscheiden musste. Audiogegenüberstellungen sind sogar aussagekräftiger, weil der Zeuge sich den Verdächtigen hintereinander anhören kann, anstatt sie alle gleichzeitig zu betrachten. Na gut, das ist jetzt
Sprachaufnahmen wurden gefiltert, um die Akustik des Parkplatzes und die ungefähre Entfernung des Sprechers vom Jungen in Betracht zu ziehen. Genau. In Stereo abgespielt ist sicherlich nicht ausreichend. Your Honor, a police technician will testify that great care went into the preparation of those audio files. They were adjusted to take into account the acoustics of the parking lot and the distance of the speaker from Henry Jackson. The sound files presented were very authentic. You're welcome to review them yourself, Your Honor. All right, I've heard enough. You did your homework, Miss Carmichael. The court is satisfied that the audio lineup serves as reliable evidence. Henry Jackson is back in. Okay, sehr gut. 63, Alter. Gut, vielleicht haben wir auch mit den Fehlern vom Anfang auch noch leben können hier im Nachhinein. Man weiß halt immer nicht, wie viel noch rangeholt wird. Hey, Henry. Olivia! You recognize me? Sure, I'd know your voice anywhere. You know, you don't have to do this if you don't want to, Henry. I want to. Hi, Henry. Abby's nice, but that other lawyer doesn't want people to believe your story. He may be kind of mean to you. I'm not scared of no lawyer. Ready? Good luck, Henry. I'll be watching. Henry, can you tell us what happened when you got to the parking lot? I heard some boys yelling, fighting. Mama, she tried to get us into the store, but then the shooting started. Okay, Appell der Mutter. Fangen wir damit an. So, at some point, your mother said, no, there's no call for that. Is that correct? Yeah. Who was she talking to, in your opinion? Mr. Leonard. Boah. Ich meine, je nachdem, wo sie waren, möglicherweise. Eigentlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwas gibt, was ich jetzt übersehe. Ich meine, sie hat ja vorher gesagt, oh, da sind die Gangster hier, halten wir uns von denen fern und so weiter. Also macht es ja keinen Sinn, dass sie mit denen geredet hat. Da hätte sie ja rüberrufen müssen. Außerdem, warum, wenn die in der Ecke weg sind und so. Also denke ich schon, dass das passt. Ich hörte Scott Leonard Shah sagen und dann seine Waffe. Nein, der Junge hörte die Autotürwarnung, genau. Kann auch nicht so weit weg gewesen sein. Der Junge hörte seine Mutter Scott Leonard anflehen, bevor dieser sie erschoss. Nein, der Junge hörte, dass Scott Leonard aus der Gasse gerannt kam, über die Motorhaube seines Wagens rutschte und dann losschoss. Nein, die Autotürwarnung hat er gehört. You know this how? He must have got out of the car after the shouting started, because I heard that door chime to his charger. Then my mama yelled at him, then I heard him shoot. Ist immer noch die Frage, hat er so vorsätzlich erschossen oder nicht? Weil ich bin immer davon ausgegangen bisher, dass er halt auf die Gang-Leute schießen wollte und Nina ihm dabei irgendwie reingerannt ist oder so. Oder er hat halt, weil er ein schlechter Schütze war, sie erwischt hat oder so. Aber wenn sie jetzt direkt bei ihm in der Nähe war oder so, dann wäre es ja schon fast... Ich meine, selbst als nicht erfahrener Schütze halt schwer, jemanden aus Versehen zu treffen, der bloß 2 Meter vor ihm steht, ne? Also... Okay, gehen wir nochmal weiter auf den Türwarnton ein. Before the shooting, tell us what you heard, Henry. I heard a car door open. The keys were still in the, what do you call it? Ignition. Ja, weil der Türwarnton sonst nicht angegangen wäre. Alter, welches Baujahr? Er hat ja am Anfang genau gesagt, er konnte den Ton identifizieren, weil nur ein bestimmter Charger...
Aber über das Baujahr wissen wir nichts. Vielleicht hat der David was gesagt zum Baujahr, kann ich mir aber nicht vorstellen. Dann wahrscheinlich, als wir bei Scott waren. Hat er ja was gesagt, dass er ihr dass er Nina das Ding geschenkt hat. Vielleicht hat er da irgendwas gesagt zum Baujahr. Nee. Er hat ihn ihr gekauft. Aber wie lange ist sie tot? Und in welchem Jahr sind wir hier? Wahrscheinlich in 2011? Weil das Spiel von 2011 ist. Im April 2010 ist sie gestorben. Also, wenn sie 2010 gestorben ist und er ihr das Auto gekauft hat, kann es ja kein 11er oder 12er sein. Also dann kann es ja nur ein 68er Dodge Charger gewesen sein. Warum es jetzt hier eine Rolle spielt, weiß ich zwar nicht, aber das wäre jetzt die einzig logische Schlussfolgerung, soweit ich das gerade sehe. Keine Ahnung. Could you recognize what type of car it was? Yeah, it was a Dodge Charger, 2011. Aber mal ernsthaft, wie kann es sein, wenn... Also ich hätte jetzt dann auch 11 gesagt oder so, wenn es nicht 68 sein müsste, weil er es ihr gekauft hat, also kann es ja kein... Aber der Artikel... 12. April 2010. Noch immer keine Verdächtigen im Fall der Autounfall und Todesfolge. Ich meine, wenn Nina 2010 ermordet wurde und Scott hat gesagt, dass er ihr das Auto geschenkt hat, wie kann es dann von 2011 sein? Verstehe ich nicht. Also ich verstehe die Logik jetzt nicht, aber... Aber gut, er weiß es ganz genau, weil er halt der Sohn des Pastors gegenüber bla so ein Auto hatte und hin und her und er damit dran gewerkelt hat. Hast du nicht gesehen. Also gehe ich schon davon aus, dass er das deshalb genau weiß. Weil nur das diesen Ton macht. Und am Anfang hat er ja nichts gesagt zum Baujahr, als er befragt wurde. Da hat er ja nur gesagt... dass es ein 5,7 Liter V8 Motor Charger war. Nur ein Dodge Charger macht dieses Geräusch.
Der Sohn unseres Pastoren hatte auch so einen, bevor er aufs Dings gegangen ist, bla 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 bla. Also verstehe nicht, wie man jetzt auf 2011 kommen soll. Und 2011 ist eigentlich auch falsch, wenn Nina den geschenkt bekommen haben soll. Und sie 2010 gestorben ist. Also irgendwie, also ich verstehe jetzt die Logik dahinter nicht, aber gut, wir glauben ihm jetzt mal, dass das so war, weil er hat ja dieses Dodge Charger Wissen, das Spezielle. Weil seine Mutter auch einen Charger fuhr, meinem Freund bei Reparaturen an dessen 11er Charger gefolgt hat. Er weiß es nicht sicher, aber er lügt, um ihnen zu helfen. Vermassen Sie das jetzt nicht, die Zündung gibt ein einzigartiges Geräusch von sich. Die Zündung, nicht der Warnton. Weil er mal einem Freund bei Reparaturen an dessen 2011er geholfen hat. Ich meine, er hat es nirgends gesagt, dass es ein 2011er ist. Wer weiß. Vielleicht ist es auch ein Problem bei der Übersetzung jetzt, das kann ich nicht sagen. Also es ist wahrscheinlich schon besser, solche Sachen wirklich im Original Englisch zu spielen, weil die Übersetzungen echt... Und generell die Übersetzung bei den älteren Telltale-Spielen ins Deutsche, da wo es die gibt, sind halt auch schon ziemlich schlecht. Also da war sicherlich nicht das beste Team dran, die Übersetzung zu machen. Keine Ahnung, wie sie die gemacht haben, aber... und gerade bei sowas hier kommt es halt sehr, sehr genau darauf an, dass es wirklich präzise übersetzt ist. Insofern mag das jetzt ein Übersetzungsfehler sein, dass irgendwas verloren gegangen ist in den Texten an Informationen. So, Mr. Leonard said Nina. Did he say anything else? No. No, he didn't. No warnings to the gang? No shouting like he was trying to defend himself? Just that word. Nina. That's it. I'll never forget his voice. Naja gut, der Wachmann hat der Wachmann was gesagt, dass Nina gerufen wurde und ansonsten... Noch irgendjemand anders den Nina-Ruf gehört? Okay, das hat er gesagt. Sonst, okay, nochmal Henry. Curtis und Benson. Tavarius, hat der was gesagt? Zu dem Nina-Ruf? Ich glaube nicht.
Ich meine, wir können ihn mit Nina in Verbindung bringen wegen der Bilder und so, aber dass sie zusammen waren. Wir können natürlich nicht bestätigen, dass er Nina gerufen hat. Wir können Scott Leonard allerdings mit Nina in Verbindung bringen. Dass wenn einer Nina ruft, dass es wahrscheinlich Scott war. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht damit gemeint ist. Ich gehe mal schon davon aus, dass wir das jetzt bestätigen müssen. Also die Aussage bestätigen im Sinne von, dass wir bestätigen können, dass jemand Nina gerufen hat, können wir nicht. Wir können allerdings bestätigen, dass Nina eine Rolle spielt für Scott und dass, wenn jemand Nina gerufen hat, dass es dann wohl Scott war. Also ich nehme mal ja. Gehen wir davon aus, dass das gemeint ist. Nachdem er ihn vor Gericht gehört hat, nein, bei einer persönlichen Gegenüberstellung hat der Junge eindeutig Mr. Lennarts Stimme als die des Mannes identifiziert, der Nina gerufen hat. Ja, das war die Pro. Also das meinen sie damit. Ja gut, aber damit können wir auch nicht bestätigen, dass er Nina gerufen hat. Wir können nur bestätigen, dass er Scott ja gut, in gewisser Weise schon. Wir können bestätigen, dass er Leonard identifizieren konnte anhand eines Nina-Rufs. Und das lässt natürlich vermuten, dass er ihn hat Nina rufen hören, sonst wäre das wohl nicht möglich. Leonard Stimme eindeutig identifiziert, nachdem er eine Audioaufnahme von ihm gehört hat. Persönliche Gegenüberstellung nicht, nachdem er eine Audioaufnahme gehört hat. People's Exhibit G, an audio lineup conducted under strict conditions where Henry Jackson identifies Scott Leonard's voice as the one he heard when his mother was shot. Thank you, Henry. Okay, auf jeden Fall sind wir bei 100 und wir hätten locker das Versagen vom Anfang, wo ich einmal wiederholt habe, kompensieren können jetzt hier. Insofern wäre es da gar nicht so schlimm gewesen, wenn wir weitergemacht hätten, aber egal. Also, aber das macht zumindest die Wiederholung jetzt auch nicht irgendwie unfair oder so, weil sie sowieso jetzt egal gewesen wäre. Henry, let me first say that I'm terribly sorry for your loss. Henry, you've been completely blind since birth, correct? That's right. So you can't see at all. Asked and answered. Objection! Wurde bereits beantwortet. Asked and answered. Sustained. My apologies. Were you scared, Henry? Yeah. What about your mother? Was she scared? Mutmaßung. Objection, Your Honor. This is pure speculation, Your Honor. Sustained. Let me rephrase. Did your mother seem scared to you? Yeah, she didn't want me to know, but I could tell because of how her voice changed. Why were you scared, Henry? Because of the gangbangers. They're always fighting, shooting each other. Of course. I'd be scared too. Now, if you were scared and your mother was scared, wouldn't it stand to reason that Scott would be scared too? Mutmaßung? Objection, Your Honor. Speculation. Sustained. Withdrawn. Henry, you testified that your mother pleaded, saying, No, there's no call for that. How can you be so sure she was talking to Scott? She said it to him after he got out of the Charger. She was looking at him when she said it. Looking at him? How do you... Couldn't she have been looking at the gang members, or looking towards the store? She was trying to drag you inside for your own protection. I suppose, but that's not what happened. Is it possible she saw Scott draw his gun in self-defense and misunderstood what was happening? I don't know, mister. Is it possible your mother, fearing for your safety, thought Scott meant you harm, when in fact all he wanted was to defend himself against those gang members? I'm sure what I heard. That's not how it happened. How can you be so sure? The fact is, we'll never know what she was thinking those last few moments of her life. Yeah, because Mr. Leonard killed her. Scott was trying to save her life. He might very well have saved yours. Spekulation. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn er es nicht getan hätte. Objection, Your Honor. Mutmaßung. Speculation. Overruled. No further questions, Your Honor. And Mr. Jackson, again.
Sorry for your loss. Ja, gut, es ist nicht wirklich Spekulation, weil er keine Theorie entwickelt hat. Ja, okay. Plus 80. Das ist jetzt halt blöd, ne? Ich habe in der Summe gewonnen, aber trotzdem halt verloren. Das ist halt schon ein bisschen frustrierend, wenn I'm here to deal. Die letzte Sache price has immer. gone up. Shocking. What's the offer? 3 years of probation and community service in return for a guilty plea to charges of reckless homicide, and you drop the felony gun charges. Oh, how about we give him a medal, too? Unerlaubter Waffenbesitz, 10 Jahre leicht bewacht. Grob fahrlässige Tötung, 10 Jahre leicht bewacht. Wobei das im Grunde dasselbe ist, also die Strafe, also die Straftat ist eine andere, aber die Strafe ist dieselbe. Grob fahrlässige Tötung. 10 Jahre im Hochsicherheitstrakt. Da wird er sich wahrscheinlich nicht drauf einlassen. Wir haben die plus 80. Das ist jetzt nicht so viel. Es besteht immer noch die Gefahr, dass er vielleicht freikommt. Andererseits ist wieder der Punkt, wenn ich mehr fordere und er macht ein Gegenangebot, dass man vielleicht eher... Wobei, wenn er nimmt, dann weniger. Und bietet er mir vielleicht irgendwie 7 Jahre leicht bewacht an oder so. Ist auch die Frage, was jetzt leicht bewachter Vollzug genau bedeutet da. Weil die andere Frage ist, ob wir halt im Plädoyer nochmal genug rausholen können, um die Geschworenen auf unsere Seite zu drehen. Weil wenn jetzt die Verteidiger ihr Plädoyer macht, verliere ich wahrscheinlich nochmal so 15, 20 Punkte, dann bin ich bei 60 vielleicht. Und da muss ich wieder aufbauen, was vielleicht ganz gut funktioniert. Aber wenn ich dann wieder nur auf 80, 85 komme, ist wieder die Frage, ob es dann tatsächlich... Ich meine, grob fahrlässig, ich meine, 10 Jahre ist schon nicht viel und dann soll es halt Hochsicherheitstrakt sein. Also ich weiß nicht, also das kann man vielleicht versuchen, aber... Reckless homicide, he serves 10 years, eligible for parole in 5. Done. I'll draw up the paperwork. The people Was? accept God's plea, Your Honor. Then I would like to thank the ladies and gentlemen of the jury for their service. Mike, Also das mit der what is it? Bewährung... You wanted to convict? I'm just not sure what to tell him. Hey, sorry, kid? This is all the justice we could get for your mom? That man going free? Not exactly. But it's complicated, Henry. Mama always said turn the other cheek. She was a good woman, Henry. She wouldn't want you to grow up with anger in your heart. She'd want me to forgive Mr. Leonard, like Jesus does. Guess I'll try. Will you come see me at my new house? I'll try and visit you, Henry. But we gotta get you settled in with your cousins. You need family right now. Thanks, Olivia, for being nice and stuff. No problem. Good luck, Henry. Bye, Olivia. Wahrscheinlich hätte ich es gewinnen können, aber dass jetzt plötzlich noch die eligible for parole nach 5 Jahren drin waren, Thanks for seeing us, Mrs. davon Vincenzo. stand ja nichts da, I da hätte ich really es need nicht to talk gemacht. to your husband, Frank. You dachte, missed er them by sitzt 2 weeks. Wirklich die You 10 guys want Jahre. some dinner? I'm making meatballs. He left town? He left the planet. Dead, my Frankie. Sorry to hear that. What's this about? One of Frankie's jobs finally catch up with him? Did Frank ever own a gun? Sure, in his line of work, a bunch. Listen, I know you guys know what kind of fella he was, and I definitely did, so let's not pussyfoot. He's gone, you can't get him now. What do you want to know? Was Frank involved in a murder around 98? 2 kids in the park, both shot, one died. Yeah, he might have mentioned that. He did it for money? Yeah, only that one he never got paid. Had a falling out with the client. Who? Sorry, that's all I know. Frankie never told me names.
So, it was a hit. But no payout. So maybe he got screwed. Or maybe he screwed up. At any rate, next question is... Who paid to have Harrison Bedford killed? Bingo. Ja, das finde ich jetzt, dass die Bewährungsgeschichte da reingekommen ist, das finde ich jetzt halt ein bisschen aso wieder vom Spiel, weil davon stand halt nichts. Ich meine, da stand halt 10 Jahre im Hochsicherheitstrakt und dann kommen sie plötzlich um die Ecke mit Chance auf Bewährung nach 5. Also, wenn ich davon ausgehe, dass er vielleicht nur 5 Jahre sitzt, dann hätte ich das Angebot nicht gemacht, dann hätte ich halt die Jury entscheiden lassen, ja. Die 10 Jahre hätte man noch sagen können, naja, ist jetzt nicht schön, aber mit dem Risiko jetzt wieder, weil das mit dem Einspruch vorher halt ein bisschen ungünstig war das halt ein bisschen blöd. Aber das ist halt wieder einer von den Punkten, was ich halt meine, ja, dass man halt manchmal so eine Option hat, die dann irgendwie in eine völlig andere Richtung geht, als man das erwarten würde von dem, was da steht. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen daneben, aber na gut, so ist es halt. Also dann war es das jetzt hier für Episode 5, glaube ich. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis dahin, ciao.